Also was ähnlich ist, glaube ich, dass jede Kultur ihre Traditionen sehr stark auslebt. Dass die Familie wichtig ist. Also ich weiß nicht, ich denke immer an den Zweiten Weltkrieg. Hey guys and girls, this is Cathy and today I am here in Munich. As you can see, everyone is dressed in traditional clothing and I have the pleasure to ask the Germans here about their connections, what they think connects Japan and Germany, what is similar, what is completely different. So let's go and ask Germans about Japan. Gibt es da irgendwas speziell, wo du sagst, das ist ganz anders in Japan als in Deutschland? Demografische Wandel, ja. Dass es mehr alte Leute gibt, junge Leute weniger, dass die Kinder immer weniger werden, man dann auf neue Probleme stößt, Rente und so weiter. Ist das nach außen tragen von Beziehungen, also Relationships, befreundetes Pärchen. Er ist Japaner, sie ist Deutsche und die haben jetzt geheiratet. Und da habe ich das schon so ein bisschen mitgekriegt, dass wie halt die Meinung der Männer ist, dass die Frau halt dann daheim bleibt und das war es dann eigentlich für sie. Was auch sehr umstritten ist, sind halt bisexuelle Beziehungen oder homosexuelle Beziehungen. Da sind wir bei uns, glaube ich, einiges offener. Eben, dass die Kinder von klein an alles lernen und sehr strikt sind und eher konservativ wahrscheinlich, also ich weiß nicht, strenger und ist hier in Deutschland mittlerweile relativ offen und locker ist. Was denkt ihr ist ganz anders zwischen Japan und Deutschland? Da ist immer viel mehr los, viel mehr Menschen. Da ist im Gegensatz zu Japan ja fast gar nichts los. Die Sprache. Die Sprache, klar. Spaß, nein, das Verhalten jedenfalls, also wenn man sich auch mal was anschaut oder so. Wenn man auch ein bisschen verfolgt, na klar, die Verhaltensregeln bei denen oder so, während dem Essen, ich glaube, das ist komplett anders wie in Deutschland. Genau, die Gewohnheiten bei denen. Aber die Trachten sind sehr unterschiedlich, weil ich glaube, die von den Japanern, die sind ziemlich aufwendig. Meine Klassenlehrerin hat nämlich gemeint, dass die dann teilweise 2 Stunden zum Anziehen brauchen. Ich weiß aber nicht, keine Ahnung, wir haben da glaube ich 1000 Überschichten und nochmal eine Schicht kommt dann drüber und das ist auch glaube ich ziemlich aufwendig zum Binden dann. Im Vergleich bei uns Sind für uns einfacher. auch mit der Tracht, also dass sie halt auch hier anziehen, aber eher was Originelles. Also ich sage jetzt mal eher auffällige Farben und auch von den Schnitten her. Dass es halt jetzt nicht so klassische Dirndl sind, sondern eher was Neumodischeres, sage ich jetzt mal. Also da ist im Punkt ist es eigentlich auch ungefähr gleich, bloß dass es halt das ihre Version bringen. Genau, also wie wir so fesche farbige Dirndl haben, ist bei denen fesche farbige Kimonos sozusagen. Genau. Was denkt ihr, sind die Verbindungen zwischen Japan und Deutschland? Seht ihr da irgendwelche Ähnlichkeiten? Ich kann mir vorstellen, dass die Kultur halt dann auch relativ wichtig ist. Kawaii denke ich mal, ist es auch noch, dass die Kultur relativ viel weiter hoch steht. Die Tradition auch. Ja. Genau. Tradition auch klamottentechnisch. Ja. Ich glaube, in meinem Film haben sie, dass beide sehr stark auf die Entwicklung legen und auf die Erfindungen, dass wir weiterkommen, auch irgendwie in Konkurrenz dazu. Beziehungsweise Deutschland auch viel in Japan produzieren wird. Das ist leider nur Pizzakultur. Ist da irgendwas sehr ähnlich an der Kultur oder ganz anders? Was denkst du? Also was ähnlich ist, glaube ich, dass jede Kultur ihre Traditionen sehr stark auslebt und ihr eigenes Essen hat. Und da, dass sozusagen diese Festigkeit in Tradition und Kultur, dass sie jeweils ausgelebt wird. Also dass die Tradition schon an die Moderne angeglichen werden, aber trotzdem immer ein bestimmter Grad an. Also dass die schon bleibt, die Tradition. Und das ist bei beiden Kulturen eigentlich ziemlich schnell. Also zum Beispiel auch Bayern. Ja genau, weil wir schauen ja immer nur unser Dirndl oder geht auch Volksfeste, Oktoberfeste und ich glaube auch, dass in Japan deren Kultur die sehr wichtig ist und deren Traditionen, die leben das ja immer nur weiter aus. Ich glaube auch vor allem in ländlichen Regionen. In Japan haben sie ihre wunderschönen Kirschblütenfeste und Sommerfestivals und was sie nicht alles haben und gehen da ihre tollen Kimonos hin, auch die Hochzeiten, was es da noch gibt mit Kimonos. Und hier hast du halt zum Beispiel in Bayern vor allem noch sehr stark Dirndl, gerne eben auf so Festen, Volksfesten getragen werden, aber es gibt auch noch jede Menge, auch junge Leute, die noch Dirndl heiraten. Und so gibt es, glaube ich, auch in Japan noch genügend Leute, die traditionell im Kimono heiraten. Und ja, ich denke, das haben beide noch sehr gemeint. Ich glaube, dass beide Nationen fleißig sind und arbeiten ja dafür. Ja. Dass die Familie wichtig ist, denke ich. Vielleicht die ganzen Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist meistens überfüllt, aber sonst
Die vielleicht also vom System her, also nicht... Demokratie? Ja, genau, Demokratie. Was denkt ihr, ist ganz anders zwischen Japan und Deutschland und was ist vielleicht ähnlich? Also ich denke jetzt also gerade mit der Wiesn, weil da kommen dann alle zusammen und wollen dann zusammen feiern und genau, also das sind eigentlich die Japaner und die Deutschen eigentlich genau gleich. Ja. Beim Feiern? Ja. Was sind die Verbindungen zwischen Japan und Deutschland? Was seht ihr da? Was sind da Verbindungen? Sind die ganz anders? Sind die ähnlich? Also rein kulturell, glaube ich, gibt es schon Unterschiede, aber es gibt ja viele Handelsbeziehungen oder auch eben eine Forschung, wie was an den Universitäten ist ja oft der Austausch zwischen eben Japan oder asiatischen Ländern und eben Deutschland und ich glaube, wir sind gut miteinander vernetzt und ja. Sozusagen wissenschaftlich. Ja, wissenschaftlich, aber auch, es gibt ja immer vermehrt Austauschprogramme, also was ich so mitgekriegt habe. Und Autos ist eigentlich ganz gut, weil wir, also ich glaube, dass in Japan auch zum Beispiel BMWs fahren, aber wir haben ja auch japanische Autos. Was die Marken jetzt gar nicht, aber ja, also ich glaube, es gibt viele Verbindungen. Ja. Bei uns gibt es ja auch oft japanische Restaurants, also das ist alles so ein bisschen... Genau, das Essen zum Beispiel, ich mag Japanisch zum Beispiel ganz gerne. Ja. Verbindung zwischen Japan und Deutschland, Handelsverbindung, was ist da ganz anders, was haben wir gemeinsam, was gibt es Konflikte? Ja, also auf jeden Fall das Essen ist ganz klar, also Sushi, ich weiß nicht, also wenn man geht halt irgendwo essen, dann ist halt viel gemacht. Genau, also Japaner oder sowas, dass mal was anderes mal ist, außer jetzt was Deutsches. Autos essen. Sonst, keine Ahnung, ich kenne halt auch keine Japaner, deswegen haben wir doch nicht so Was für Verbindungen seht ihr zwischen Japan und Deutschland? Und natürlich wirtschaftlich gibt es einiges, was halt eben Technik angeht, aber auch was Mode angeht. Also ich bin persönlich sehr stark Mode interessiert und wenn was in Japan auf der Straße beliebt ist und total irgendwie ist, dann ist es 1 oder 2 Jahre später erst bei uns. So Japan trägt die Fashion schon ganz schön. Technik, eindeutig Sony, kennt man. Essen auch, ja, Sushi. Was sind die Verbindungen zwischen Japan und Deutschland zum Beispiel? Was seht ihr da? Handelsverbindungen, welche Sachen importieren wir? Technik, Technik, genau. Ja, so. Autos ist glaube ich auch noch, oder? Und Medizin auch? Die Beziehung Japan-Deutschland, was für Beziehungen seht ihr da? Das kommt halt auch sehr viel von Japan. Also ich sage jetzt mal ja, Klamotten oder irgendwie halt auch Spielzeug, was jetzt alles auch Spielzeug. Ja. Also ich weiß nicht, ich denke immer an den Zweiten Weltkrieg. Ah, Auch. Access Powers. Ja, genau, aber... Also exportieren viele Autos Und importieren, stimmt, du gibst keine Spielsachen importieren. Ja, Kimonos? Ja, ansonsten halt nur die Frisur, also das Essen Sushi. Danke, vielen Dank. Das waren alle Fragen. Vielen Dank. Again, I had the pleasure to interview a couple of Germans in Germany. Went, Wyatt, don't throw stuff at me. I'm trying to do the ending of this. So I asked a couple of Germans about differences and similarities and general things about connections between Japan and Germany. I was interested to hear what my fellow landsmen were saying about this. Interestingly enough, differences-wise, people said obviously they study a lot and a lot more, and also relationships, which is actually a good issue and which I hope we can maybe cover a little bit more in depth, saying how differences are how relationships are very different in Japan compared to maybe the West, depending on. But then again, times are changing. You never know. Also, similarities, what I found very nice was people saying traditions. Obviously, at that time, everyone was wearing traditional clothes because it was that season where everyone went out for the Oktoberfest. So they compared that to Japan, and I thought it was a lovely comparison to compare the traditional clothes and keeping up traditions in Germany and in Japan. By the way, I have one of those traditional dresses too. You see me wear it. I do actually a special feature about how it is worn and how important the bow is, because the bow actually indicates whether you're single or not. So if you're curious about that, I put the video in our link, so be sure to check that out later as well. Also we have a general things that people just say, obviously food and cars and electronics. So those are the things that people connect when they think of Japan straight up away. So sorry for it being so noisy, by the way, in the background. As you can see, I didn't have this lovely mic with me. They would probably have caught it a bit better, but now you see the difference when you actually film this with a mic or not. Thank you very much for watching this to the end. I hope you have a lovely day, and I'll catch you soon on Japanese.
showing your face on camera or to the camera, or is your face like in the camera now?